Hallo und herzlich willkommen hier bei Enthusiamova. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mich auf meinem YouTube-Kanal besucht. Ich bin der Louis und dieses Mal habe ich wieder einen kleinen Reisebericht. Wohin es uns verschlagen hat, das verrate ich euch nach dem Intro. Ja, dieses Mal hat es uns, meine Frau und mich, wieder auf unsere Lieblingsinsel verschlagen. Wir sind in den Süden geflogen, wir waren auf Mallorca. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, was hat denn Mallorca eisenbahntechnisch zu bieten, dem muss ich sagen, vorsichtig, Ball flach halten, denn auf Mallorca gibt es 2 Eisenbahngesellschaften, die in Summe 4 Strecken bewirtschaften und noch dazu eine U-Bahn-Verbindung von Palma ins Universitätsgelände. Eine der Eisenbahngesellschaften bewirtschaftet eine legendäre Bahn, den sogenannten Roten Blitz. Und bevor ich mich hier noch mehr der Worte verliere, schaut euch einfach den Film an, habt Spaß dabei. Zum Schluss sehen wir uns wieder. In diesem Jahr 2022 hat es uns in den Süden gezogen. Etwa 2 Flugstunden von Köln entfernt sind wir diesmal zur größten Insel der Balearen gereist, nach Mallorca. In Palma gelandet sind wir anschließend circa eine halbe Stunde mit dem Shuttle-Service in den Norden der Insel zur einzigen natürlichen Bucht der Nordküste gefahren, nach Port de Soller. Port de Soller oder zu Deutsch der Hafen von Soller ist ein kleiner Ortsteil an der Nordwestküste und im Grunde ein Vorort der Stadt Soller bzw. auch zugehörig zur Gemeinde Soller. Der Vorort ist etwa 3 Kilometer von der Hauptstadt entfernt und ist die Heimat von rund 2900 Einwohnern. Der Urlaubsort liegt in der Badia de Soller oder zu Deutsch in der Bucht von Soller. Er ist der einzige naturgeschützte Hafen an der etwa 80 Kilometer langen Nordküste der Insel. Wir haben uns diesmal ganz bewusst für diesen Ort entschieden, denn hier gibt es eine direkte Straßenbahnverbindung nach Soller, von wo aus die eigentliche Reise mit dem Roten Blitz nach Palma startet. Schauen wir uns zunächst mal die Streckenführung der Tranvía de Soller, also der Straßenbahn, an. Die Straßenbahn beginnt in der Hafenmole von Port de Soller. Hier gibt es zwar ein schönes altes Bahnhofsgebäude, allerdings hat dieses außer einer Gastronomie keine weiteren bahntechnischen Funktionen mehr. Die Haltestelle selbst liegt auf der Straßenseite und der Fahrkartenverkauf findet ausschließlich in der Tram statt. Von hier aus geht es dann langsam los. Eigentlich fährt die Straßenbahn rund 30 Stundenkilometer, allerdings hier in der Bucht entlang der Promenade fährt sie deutlich langsamer. Wenn man dann Port de Soller mit der Straßenbahn verlässt, fährt man vorbei an Zitronenhainen und Olivenplantagen und kommt dann so langsam peu à peu in die Innenstadt von Soller. Dort fährt man dann direkt zum Stadtkern über den Marktplatz weiter in Richtung Bahnhofsvorplatz. Dort ist dann auch das andere Ende der Bahnlinie und die ganze Fahrt dauert etwa 20 Minuten. Auf Mallorca gibt es 2 Eisenbahngesellschaften. Zum einen die staatliche Bahn von Mallorca, die SFM, und zum anderen die private Bahn Ferrocarril de Soller oder kurz FS.
Die Ferrocarril de Soye, zu Deutsch Eisenbahn von Soye, wurde bereits 1905 als Privatbahn gegründet und erhielt dann eine Konzession bis zum Jahr 2011. Mittlerweile wurde die Konzession bis ins Jahr 2055 verlängert. Die Ferrocarril wiederum ist die Betreibergesellschaft der Eisenbahnlinien von Soye nach Palma und gleichzeitig auch der Straßenbahnlinie von Soye nach Porto Soye. Und genauso spannend wie die Fahrten mit den beiden Bahnen ist auch die Geschichte um die Entstehung der Straßenbahnlinie. Warum gibt es eigentlich überhaupt diese Straßenbahnlinie? Sie verdankt ihre Existenz einem Gesetz über den Bau von Kleinbahnen in Spanien. Dieses besagte, dass eine Eisenbahnstrecke nur Subventionen erhalten kann, wenn sie länger als 30 Kilometer war. Da aber die Strecke von Palma nach Soye nur 27 Kilometer lang war, entschloss man sich, die Straßenbahn offiziell als Verlängerung der eigentlichen Strecke mitzubauen, um so die Gesamtstrecke auf über 30 Kilometer auszubauen. Aus diesem Grund erhielt die Straßenbahnstrecke denselben Oberbau bzw. dieselbe Spurbreite von 914 mm wie die Hauptbahnstrecke. Dadurch konnten nämlich Wagen von Palma bis zum Hafen von Porto Soye direkt verkehren. Eine Trennung gab es lediglich in der Oberleitung, denn die Oberleitung wurde in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts nachträglich durch Siemens Schuckert installiert. Während die Straßenbahn mit nur 600 Volt Gleichspannung fährt, wird die Hauptstrecke Soler-Palma mit 1200 Volt Gleichspannung betrieben. Soye ist eine der schönsten Kleinstädte von Mallorca und mit etwa 8.700 Einwohnern gleichzeitig der Verwaltungssitz der gleichnamigen Gemeinde Soye, zu der insgesamt 5 Ortschaften gehören, unter anderem auch Porto Soye. Soye liegt in einem der schönsten Täler Mallorcas, im sogenannten Orangental. Die Stadt war allerdings aufgrund des schwer zu überwindenden Tramontana-Gebirges lange Zeit in eine Art Dornröschenschlaf verfallen. Dies änderte sich jedoch schlagartig mit dem Bau der Eisenbahn durch die Ferrocarril de Soye 1912. Seitdem war dann Soye nicht mehr nur per Schiff oder über die 3 unwegsamen Bergstraßen erreichbar, sondern auch per Bahn. Schnell, einfach und für jedermann. Im 19. Jahrhundert stellten die Bauern des Tales ihre bisherige üblichen Oliven- und Weinanbau auf Orangen um. Damit wurde die Umgebung von Soye zu einem der größten Orangenexporteure Europas. Aus diesem Grund wurde die Soye-Bahn zeitweilig sogar als Orangenexpress bezeichnet. Heute lässt sich in der kleinen Innenstadt von Soye sehr gut durch enge Gassen mit hohen Wänden flanieren, denn während die heiße Sonne am Himmel steht, spenden diese Gassen einen angenehmen kühlen Schatten. Zudem bieten kleine Boutiquen, wunderschöne Geschäfte und kleine Gastronomien ausreichend Gelegenheit, die Seele einmal baumeln zu lassen. Ebenso interessant ist auch die Station de Soye, der Bahnhof von Soye. Das Empfangsgebäude als Basis des Bahnhofs von Soye ist ein im Jahre 1606 errichtetes Herrenhaus, welches von 1911 bis 1912 großflächig zu einer Eisenbahnstation mit Restaurant und Hotel umgebaut wurde. Bemerkenswert ist auch die spätere angebaute Bahnsteigüberdachung und die prächtige nach unten durch den Innenhof des Gebäudes führende Treppe. Der Innenhof ist vollständig gekachelt. In einem seitlichen Gebäude des ehemaligen sogenannten Hotel Ferrocarril befindet sich heute eine Ausstellung und eine Verkaufsfläche. Am Ende des Bahnsteiges, gleich in der Nähe der Bahnhofsausfahrt, liegen zur linken Seite der Rund- und Rechteckschuppen sowie die Behandlungsanlagen der Eisenbahn. Und zur rechten Seite liegt das Straßenbahndepot, in dem jede halbe Stunde die Trambahnzüge umsetzen. Die Tram muss eine kleine, durch Schranken gesicherte Ausfahrt hinunterfahren, um dann vor dem Bahnhofsgebäude zu halten und die Passagiere in Richtung Porto Soye aufzunehmen.
So, und dann war es endlich soweit. Mit der Einfahrt des Zuges bricht auf dem alten Bahnhof ein wenig Trubel aus. Menschentrauben schieben sich beim Ein- und Aussteigen aneinander vorbei. Allerdings ist alles freundlich und ausgelassen. Angekommen, koppelt zuerst aber der Triebwagen mit dem Erste-Klasse-Abteil ab und setzt sich über ein Ausweichgleis ans andere Ende des Zuges. Jeder Handgriff des Bahnhofs- und Zugarbeiters sitzt. Die Bahn und die Waggons sind altehrwürdig und gepflegt. Man muss sich rasch entscheiden, ob man jetzt auf einen der historischen Lederplätze im Erste-Klasse-Abteil des Triebwagens Platz nimmt oder ob man auf die ebenso, man mag es kaum glauben, bequemen Holzbänke der Waggons einen Platz findet. Den meisten Passagieren merkt man die Neugier und Freude auf die kommende Zugfahrt in die Vergangenheit an. Einige sichern sich einen Stehplatz auf den mit schmiedeeisernen Geländern umgebenen Verbindungsflächen zwischen den Waggons, um einen uneingeschränkten Ausblick auf die Landschaft zu haben. Übrigens, der Train de Soyer bzw. der Rote Blitz, wie er auch gerne genannt wird, ist eine Schmalspurbahn mit 914 mm Spurbreite und er wird mit 1200 Volt Gleichspannung betrieben. Und dann geht es endlich los. Die Fahrt mit dem Roten Blitz beginnt. Warum der Zug allerdings Roter Blitz heißt, hat sich mir eigentlich nicht wirklich erschlossen, denn seine Geschwindigkeit mit rund 30 Stundenkilometer hatte jetzt nichts Blitzähnliches und seine Farbe war auch nicht rot. Allerdings habe ich mich auch mal mit einem Straßenbahnfahrer unterhalten und der hatte für mich zwei Erklärungsversuche parat, die man sich wohl unter den Eisenbahnern erzählt. Beide stammen allerdings aus der Gründerzeit, als die Bahnen noch von Dampflokomotiven gezogen wurden. Die erste ist rein technisch und beschreibt das Befeuern der Lokomotiven und den Funkenflug bei der Fahrt. Die zweite war allerdings viel charmanter und beschreibt einen Vergleich zu der ursprünglichen Transportmethode. Denn vor den Eisenbahnen wurden die Orangen per Schiff oder mit Eselkonvoi nach Palma transportiert. Und wenn man sich jetzt einen fahrenden Zug voll beladen mit Orangen am Horizont vorstellt, der jetzt auch noch schneller war als jeder andere Eselkonvoi, dann war das wohl die Sternstunde des Roten Blitzes. Jedenfalls finde ich das einen wunderschönen Erklärungsversuch. Wie schon gesagt, die Fahrtgeschwindigkeit beträgt rund 30 Stundenkilometer, denn die Fahrt der 27 Kilometer langen Strecke von Soyer nach Palma dauert rund eine Stunde. Wir beginnen inmitten des Tramontana-Gebirges und schlängeln uns so nach und nach in Richtung Palma. Es geht vorbei an Oliven- und Mandelbäumen und den viel beschriebenen Orangenhainen. Der Train de Soyer durchfährt auf dem Weg nach Palma insgesamt 13 Tunnel mit einer Länge zwischen 33 und 2876 Meter. Er befährt mehrere Brücken und unter anderem das wunderschöne Viadukt Cinq-Ponts. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, mit 5 Bögen und 8 Metern Höhe. Die Kurven, die der historische Zug zurücklegt, sind teilweise sehr eng und haben teilweise nur einen Radius von weniger als 190 Meter. Auf Mallorca gibt es, wie schon gesagt, zwei Bahngesellschaften. Zum einen die staatliche SFM und zum anderen die private Ferrocarril de Soyer. Die staatliche Eisenbahn betreut die Strecken von Palma Inca, Inca Sa Pobla und auch Inca Manacor. Bei diesen Strecken der staatlichen Bahn handelt es sich allerdings um eine Spurweite von 1000 mm. Nach gut einer Stunde endet die Fahrt mitten im Zentrum von Palma de Mallorca an der Plaza de España. An diesem Platz befinden sich auch die Haltestellen der modernen Züge, die allerdings im Gegensatz zum Roten Blitz alle unterirdisch anhalten. Zudem ist auch hier der Busbahnhof, der sämtliche Linien Mallorcas beherbergt. So, und wer jetzt noch ein wenig mehr über die Strecke und auch über den Zug erfahren möchte, dem habe ich unten ein paar Links in der Videobeschreibung zusammengestellt. Und ich wünsche euch dabei viel Spaß beim Stöbern und Lesen und vielleicht sogar beim Ticketbuchen.
Ja, dann hoffe ich, dass euch der kleine Ausflug nach Mallorca und die Reise mit dem Roten Blitz und auch mit der Tramvia gefallen hat. Legendär ist die Strecke allemal und Spaß macht sie auch. Nichtsdestotrotz, egal wo der Name herkommt, egal ob er die Farbe hat, die Reise ist es alle Male wert gewesen, Porto Soler zu besuchen, die Fahrt mit dem Roten Blitz, mit der Tramvia. Ich kann es jedem Mallorca-Urlauber nur mal empfehlen, dort mal einen Abstecher zu machen. Der Tag wird sich alle Male lohnen. So ihr Lieben, das war es wieder mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über euren Daumen nach oben, aber ganz besonders auf euren nächsten Besuch. Und damit ihr die Fortsetzung nicht verpasst, lasst mir einfach euer Abo da, das Glöckchen noch einschalten und dann werdet ihr automatisch hier wieder vom Kanal unterrichtet, wenn es denn hier wieder was Neues gibt. Also dann, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Louis.